Warum hängen hier in diesem Land so viele Palästina-Flaggen und warum werden so viele Fußballtrikots von Palästina verkauft? Warum ist die Solidarität hier so groß mit Palästina wie kaum ein anderes Land? Und warum hält sich das Gerücht, dass genau hier Blindgänger sind, die kurz vor einer Explosion stehen? Marhaba bikum fi Tunis, herzlich willkommen hier in Tunesien. Ich werde auf all diese Dinge eingehen und ich werde euch zeigen, warum Tunesien so eine große Verbindung zu Palästina hat und das mit dem 1. Oktober 1985 zusammenhängt. Um das zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 1982 blicken. Israel besetzt und belagert den Libanon. Um das Land vor der kompletten Zerstörung zu retten, handelt der US-Gesandte Philipp Habib einen Deal aus. Yasser Arafat und die PLO sollen den Libanon verlassen und nach Tunesien ins Exil gehen. Doch der tunesische Präsident Habib Bourguiba war skeptisch. Er wollte nicht selbst zum Ziel eines Angriffs werden. Daraufhin gab US-Präsident Ronald Reagan Tunesien ein schriftliches Versprechen. Wenn ihr die PLO aufnehmt, garantieren wir eure Sicherheit. Tunesien vertraute der Weltmacht. Die PLO zog nach Hamamshot, einen Vorort von Tunis. In 2400 Kilometern Entfernung zu Israel fühlten sie sich in absoluter Sicherheit. 3 Jahre hielt dieser Frieden an, bis 3 Israelis in Zypern ermordet worden sind. Die Israelis haben der PLO die Schuld gegeben, doch die PLO hat diese Schuld von sich gewiesen. Aber die Israelis hatten schon längst einen Plan geschmiedet, was sie als nächstes tun werden. 1. Oktober 1985, 11:07 Uhr. 8 israelische F-15-Jets tauchen über dem Meer auf. Die Mission trägt den zynischen Codenamen Operation Wooden Leg, Operation Holzbein. In nur 6 Minuten oder exakt 360 Sekunden wird das Hauptquartier dem Erdboden gleichgemacht. 68 Menschen sterben, darunter viele Zivilisten, tunesische Polizisten, Reinigungskräfte und Palästinenser. Doch nicht alle Bomben explodierten. Bis heute berichten Einheimische, dass einige der Geschosse ihr Ziel verfehlten und als Blindgänger im Mittelmeer vor der Küste versanken. Eine stumme, tödliche Erinnerung an diesem Tag. Yasser Arafat überlebte nur durch einen Zufall. Angeblich war er zu dem Zeitpunkt des Angriffs nicht im Quartier, sondern gerade eine Runde joggen. Zurück blieben ein Krater und ein gebrochenes amerikanisches Versprechen. Der tunesische Präsident Habib Bourguiba war außer sich. Er erklärte öffentlich, dass die USA von diesem Angriff im Vorfeld gewusst haben mussten. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Tunesien und Washington stürzten in eine tiefe Krise. Offiziell war der Angriff eine Vergeltung für den Mord an 3 Israelis in Zypern wenige Tage zuvor. Doch Militärexperten wissen ganz genau, eine solche Mission über 2400 Kilometern plant man nicht in 5 Tagen. Das war eine über Monate akribisch vorbereitete Aktion. Ronald Reagan meinte, das sei ein legitimer Schlag gegen den Terror gewesen. Genauso wie der ehemalige Ministerpräsident Israels meinte, dass es ein Akt der Selbstverteidigung und ein Schlag gegen den Terror war. Doch wie konnten diese Jets unerkannt so weit fliegen? Die Antwort lautet Jonathan Pollard. Der Analyst der US-Marine arbeitete als Spion für den israelischen Geheimdienst. Er verriet Israel die geheimen Radardaten der Tunesier und ihrer Nachbarländer. Da der Tank für diese Strecke nicht ausreichte, wurden die Maschinen mitten in der Luft betankt. Ausgerechnet der eigene Verbündete lieferte diese Daten aus. Pollard, Sohn amerikanischer Juden mit zionistischer Überzeugung, wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2014 versuchte Benjamin Netanyahu sogar, eine Begnadigung bei Präsident Obama zu erkaufen. Während der Verhandlung mit John Kerry wurde ein Deal in Betracht gezogen, um Pollards vorzeitige Entlassung zu gewährleisten. Im Gegenzug wurde dafür ein 3-monatiger Baustopp in den Siedlungsgebieten erwogen. Ein absurder Vorschlag, da dieser Bau nach internationalem Recht ohnehin illegal ist und nach 3 Monaten einfach weitergegangen wäre. Obama lehnte dieses Ansuchen ab. Nach seiner Entlassung und einer 5-jährigen Ausreisesperre in den USA landete Pollard schließlich in Israel. Er küsste den Boden, wurde von Benjamin Netanyahu persönlich empfangen und erhielt seinen israelischen Pass. Heute ist Pollard eine prominente Figur im rechten politischen Spektrum Israels und bekannt für seine extremen, fremdenfeindlichen Positionen gegenüber Palästinensern.
und der israelische Botschafter der UNO hieß damals Benjamin Netanyahu. Er meinte, das sei ein legitimer Anschlag gegen Terror gewesen, ein Akt der Selbstverteidigung, und die PLO versteckt sich hinter Zivilisten und nimmt diese Menschen als menschliche Schutzschilder. Das UN-Protokoll von 1985 zeigt genau dieses perfekte Skript der Propaganda. Netanyahu spricht vor der UN. Er sagt, es sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. Er rechtfertigt den Angriff nach der Tötung von 3 Israelis mit sprachlicher Propaganda, die wir heute noch hören. Sie seien wie in einer Metzgerei barbarisch abgeschlachtet worden. Es seien keine Unschuldigen getroffen worden, es sei ein chirurgischer Schlag gegen den Terror gewesen. Terror verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür und der gehört bekämpft. Und falls es überhaupt Zivilisten getroffen habe, dann sei dies unbeabsichtigt gewesen. Aber diese zivilen Opfer seien auch nur entstanden, weil sich die PLO hinter Zivilisten verstecke und ihre Gebäude in zivilen Einrichtungen aufstelle. Diese Worte sind bewusst gewählt. Er habe diese Sprache damals salonfähig gemacht und heute gehen diese Worte viral. Er verwendet diese Wörter beabsichtigt, um keinen Frieden zu erzeugen, da dies die Palästinenser entmenschlicht. Zu Tunesien meinte er, sie seien selber schuld gewesen, da sie Terroristen beherbergten. Doch eines vergisst er: Die Aufnahme der PLO war eine Idee der Amerikaner, der auch Israel zugestimmt hatte. Und heute? Medienhäuser und Journalisten springen auf diese Propaganda an wie Hunde. Anstatt zu hinterfragen, machen sie einfach mit, nehmen dieses Wording 1:1 auf und diese entmenschlichende Sprache verbreiten sie in die ganze Welt. Also die Rhetorik vor 40 Jahren hat sich bis heute nicht geändert. Menschliche Schutzschilder als Ausrede für einen legitimen Angriff, der eigentlich nicht legitim war. Und Ronald Reagan ruderte zurück und sagte, das sei kein Akt der Selbstverteidigung gewesen und verurteilte den Anschlag Israels. Es gab eine Resolution in der UNO, 14:0 Stimmen, dass Israel für diesen Anschlag verantwortlich gewesen ist und dieser Anschlag nicht legitim gewesen ist. Die Amerikaner legten zwar kein Veto ein, sie enthielten sich aber der Stimme. Israel war dazu verpflichtet, Zahlungen an die Hinterbliebenen und an den Schäden zu leisten. Bis heute, 40 Jahre später, hat Tunesien keinen einzigen Cent erhalten. Vergleichen wir die oft genutzte Ausrede der menschlichen Schutzschilde einmal mit unserer Realität. Wenn es um die PLO oder Palästinenser geht, fallen sofort Begriffe wie Hauptquartier, Kommandozentrale oder Terrorzentrum. Aber was war dieses Hauptquartier in Hammamshot eigentlich? Es war ein Verwaltungszentrum. Es gab dort Büros, eine Buchhaltung, Diplomaten und Akten. Schauen wir nach Berlin. Das Willy-Brandt-Haus der SPD oder das Konrad-Adenauer-Haus der CDU stehen mitten in Wohnvierteln. Das Wiener Rathaus liegt im Zentrum, umgeben von Cafés und zivilen Einrichtungen. Würden wir deshalb sagen, die Stadt Wien oder die Parteien in Berlin verstecken sich hinter menschlichen Schutzschildern, nur weil ihre Büros dort sind, wo Menschen leben? Natürlich nicht. Hammamshot war kein Bunker, es war ein Vorort von Tunis. Keine Regierung und keine politische Partei auf dieser Welt baut ihre Verwaltungsbüros in einsamen Bergen oder mitten in der Wüste. Das gibt es nirgendwo. Doch wenn es um palästinensische Verwaltungseinrichtungen geht, werden diese Gebäude gezielt sprachlich umgedeutet, um einen Angriff auf ein ziviles Wohnviertel zu rechtfertigen. Wenn ihr das nächste Mal in Tunesien seid, denkt daran, im Wasser könnten noch Blindgänger sein. Kanntet ihr die Geschichte vom 1. Oktober 1985? Lasst mir gerne einen Kommentar da, liked das Video und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal.